Ja, willkommen zu einem neuen Video, heute in etwas anderer Form. Wir haben uns gedacht, es wäre eigentlich ganz cool, wenn man noch so ein bisschen mehr Hintergrundwissen zu deinem aktuellen Projekt geben kann. Ganz kurz dazu, es würde sich empfehlen, unsere 2 letzten Videos dazu anzuschauen. Da hat man einfach so ein bisschen mehr Kontext. Ja. Es geht um deine Reise zur 8B und vielleicht fangen wir einfach mal so an. Es kennen dich ja wahrscheinlich nicht alle. Wer bist du? Ja, ich bin der Felix von Captain Fingerfood und ich entwickle, also mittlerweile wir entwickeln, produzieren Trainingsgeräte für den Klettersport. Ich bin seit 20 Jahren aktiv im Klettersport dabei. Also ich muss dazu sagen, eigentlich Bouldern. Also Ja. Bouldern wirklich als Hauptding. Ja. Ja, du bist jetzt schon seit 20 Jahren dabei, aber man muss ja jetzt sagen, dieses große Projekt, dieses Ja. 8B-Projekt, worum es jetzt auch eigentlich geht, Ja. ist tatsächlich dein erstes. Wie kam es dazu? Also wenn man so lange irgendwie in dem Sport ist und auch gerade trainingsbegeistert ist, das bist du ja auch, Ja. dann ist es natürlich so, dass man seinen Fortschritt auch irgendwie messbar haben möchte. Und natürlich waren wir schon ganz viel draußen unterwegs und über die Jahre natürlich, wenn du trainierst und da Bock drauf hast, dann wirst du natürlich auch besser. Und das ist natürlich für uns objektiv messbar an den Schwierigkeitsgraden. Ich bin jetzt 44 und ich will nicht sagen, meine Tage sind gezählt, aber ich weiß auf jeden Fall, das ist jetzt ein anderes Game als mit Mitte 20. Ja. Und genau, und das hat so ein bisschen dazu geführt, dass ich jetzt eben vor 1,5 Jahren gesagt habe, okay, ich will es nochmal wissen, ich will es mir beweisen und gehe dieses Ding, es ist ja auch einfach ein Traum von mir, Ja. es ist eine Herzensangelegenheit, ich gehe das jetzt an. Wie ist diese Idee entstanden, jetzt nach 20 Jahren so aus dem Nichts? So ganz aus dem Nichts kam das natürlich nicht. Den ersten 8A-Boulder, den habe ich geklettert, glaube ich, das ist jetzt, lass es mal irgendwie 14 Jahre her sein. Das ist schon eine echt lange Zeit. Das stimmt, ja. In den ganzen Jahren sind natürlich, also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich krebs jetzt irgendwie seit 14 Jahren in diesem einen Bereich rum. Das waren Boulder, die konnte man vielleicht im Urlaub dann irgendwann gut in ein paar Sessions machen, Ja. in dem Schwierigkeitsgrad. Dann war auch mal die ein oder andere 8A Plus irgendwie dabei. Aber dieses Benchmark, also dieses so 8B, das thronte irgendwie immer so da oben. Man hat das so von anderen mitbekommen und hat immer, boah, und dann denkst du, und eigentlich habe ich da nie wirklich dran geglaubt, dass ich mal in der Lage sein könnte, vielleicht diesen Schwierigkeitsgrad zu bouldern. Also so kam dieser Gedanke überhaupt zustande, dass ich mir dieses Ziel gesetzt habe. Ja. Warum Paradise Lost? Wie bist du auf diese Linie gekommen? Vor 4 Jahren waren wir schon zum ersten Mal am Sustenpass und da habe ich die Einzelteile gemacht. Also den ersten Teil Früchte des Zorns und den zweiten Teil Machine Gun. Und da weiß ich, ich fand die Location einfach atemberaubend. Ich fand das Setting richtig cool, ich fand diesen Block cool und es waren auch ein paar Schweizer da, die diese ganze Linie probiert haben. Und ich weiß auf jeden Fall noch, ich saß da und habe so gedacht, so, boah, das ist cool. Das ist ein richtig fettes Ding und das hat mich damals schon sehr beeindruckt, habe aber damals nie mit dem Gedanken gespielt, ich könnte sowas vielleicht irgendwann mal selber klettern. Dann, als es anfing, dass ich mir dieses Ziel gesetzt habe, ich möchte gerne mal 8B bouldern, fing es ein bisschen an, okay, wie gehe ich da überhaupt ran? Ich war in Bloh, habe mir ein paar Sachen angeguckt und habe so überlegt, auch wir haben ja so ein bisschen überlegt, was gibt es hier so in der Nähe, haben aber irgendwie nicht so richtig was gefunden.
Und dann kam halt schon der Gedanke, weil mich diese Linie Paradise Lost einfach so gecatcht hat. Und es gibt nicht viele Linien, die mich in meinem Leben so inspiriert haben, wo ich davor gestanden habe und gedacht habe, die möchte ich gerne mal klettern. Da habe ich gedacht, okay, ich probiere es einfach mal aus. Was ist so deine richtig tiefe, ehrliche Motivation dahinter, dass man den ganzen Prozess, und da muss man ja schon auch sagen, das ist ein echt nervenaufreibender Prozess, das ist nicht immer nur schön und spaßig, sondern da gibt es auch viele miese Tage, ne? Es ist einfach ein Auf und Ab. Ja. Warum machst du das? Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich gibt es jetzt nicht die eine Antwort. Ich glaube, da gibt es ganz viele Teilbereiche, die da so mit reinspielen. In meinem Alter, mit Mitte 40, wenn man einfach noch ambitioniert trainiert, es gibt nicht mehr so wahnsinnig viele, die das in meinem Alter machen. Ne? Wir trainieren zusammen, die meisten sind alle viel jünger. Das führt dazu, dass man sich natürlich auch einfach schon älter fühlt. Und ich habe keine Lust, mich jetzt so ein bisschen so aufs Abstellgleis schieben zu lassen. In meinem Kopf ist halt irgendwie drin, Junge, gib nochmal Gas und beweise es dir einfach. So, wenn ich jetzt 30 wäre, vielleicht hätte ich dieses Ziel noch gar nicht so in den Raum gestellt. Oh, interessant. Weil es ist für mich irgendwie schon, es hat auch so ein bisschen mit dieser Endlichkeit was zu tun. Es ist auch das, was einem auch so ein bisschen vorgelebt wird. Ich bekomme ja mit von vielen, die sagen, boah, ich bin jetzt hier 30, ich bin 35, ich bin so, und sich mit sich selber irgendwie hadern. Und natürlich bin ich da auch durchgegangen und ich kann jetzt sagen, scheiß drauf. So, also den Gedanken darf man gar nicht aufkommen lassen. Weitermachen, Bock dran haben, so an sich glauben. Ist jetzt leichter gesagt als getan. Ne? So, also das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich, und da kommen wir jetzt auch so ein bisschen dazu, so zu der Öffentlichkeit. Wie möchte ich wahrgenommen werden? Ein total spannender Punkt eigentlich. Ne? Ja. Denn ich könnte jetzt ja auch einfach sagen, ich mache es einfach für mich. Genau. Ja, und nein, aber ich habe vor 1,5 Jahren, habe ich groß die Ankündigung gemacht, so Road to 8B. Ja. So, die Frage ist ja, warum habe ich das gemacht? Richtig. Ich kann jetzt natürlich sagen, kann man alles so unter der Marke gut, ja, so ein bisschen verstecken. Ne? Es ist Marketing, es ist so, ich lebe diesen Sport, ich trainiere, also gebe da Vollgas. Aber ob es das jetzt nur ist, das weiß ich nicht. Es ist mit Sicherheit hat's auch was damit zu tun, dass wenn ich dieses Ziel mal erreiche, dass man dafür dann irgendwie auch die Anerkennung haben möchte. Man hat immer das Gefühl, es ist so ein niederer Beweggrund. Ja. Aber eigentlich ist es das irgendwie nicht. Wenn jetzt irgendjemand sagen würde, ja, das ist ja voll lächerlich, du hast irgendwie das Gefühl, du musst dich damit brüsten, aber andererseits muss man ja auch sagen, jeder auf den sozialen der auf den sozialen Netzwerken unterwegs ist, tut ja auch genau das. Warum teilst du denn deine Begehungen? Ja. Ne? Wenn du nicht dafür irgendwie Anerkennung haben willst. Ja. Und heutzutage ist es halt in Form von Likes und Kommentaren und Aufrufzahlen. Aber eigentlich ist es ja trotzdem genau das, wonach man strebt. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, inwieweit bringen einem irgendwelche mega stark Flammen, keine Ahnung. Ja. Also inwieweit erfüllt das die Erwartungen? Ne? So, das steht mal irgendwie noch auf einem ganz anderen Blatt. Ob dir das dann das Zufriedenheitsgefühl gibt oder nicht, weiß ich nicht. Ne? Von guten Freunden, die mich schon jahrelang in dem Sport begleiten, ist mir das natürlich viel mehr wert. Ich glaube, am Ende des Tages nachhaltig diesen tiefen Stolz auch irgendwo, den kann man sich nur selber geben. Ja. Ne? Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass wenn du das Ding irgendwann dann machst, dass du dir wirklich auch
aus tiefstem Herzen selber auf die Schulter klopfen kannst Ja. und dir klar machst, okay, was habe ich da eigentlich gerade geschafft? Ne? Ja. Weil ich glaube nicht, dass dir das andere geben können. Nee. Ne? Nee. Also es sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Genau, Ne? voll. Also andere Zu können dir auch 100%. ein sehr, sehr gutes Gefühl geben, was man auch braucht, was irgendwie auch essentiell ist. Aber das, was man einem selber geben kann, das ist ja schon nochmal irgendwie auch ein sehr wichtiger Bestandteil, glaube ich. Ist es voll. Du könntest ja jetzt zum Beispiel auch sagen, also nehmen wir mal irgendwie alles raus. Es gibt jetzt nur, es gibt keine Bewertungen und du hast einen Blog, wo du hochklettern möchtest. Und du steckst da ganz viel Zeit und Energie bei rein und stehst irgendwann da oben. Dann würdest du den Erfolg und die Schwierigkeit ja nur daran festmachen, wie viel Energie und Zeit habe ich da reingesteckt. Genau. Und in dem Moment aber, wo es eine objektive Bewertung gibt, das heißt, du willst dich ja irgendwo einordnen, ne? Du willst ja irgendwo, dieses Schwarz auf Weiß. In dem Moment ändert das eigentlich alles. In meinem Fall jetzt passt das total überein, ne? Weil ich extrem viel reinstecke und aber auch der Grad für mich, der da jetzt dran steht, einfach so über dem ist, was ich normalerweise irgendwie klettern kann. Ja. Da matcht das. Jetzt stell dir mal vor, es wäre so, ich hätte jetzt irgendwie, ich würde mir eine Linie aussuchen, 8b, und würde auf einmal feststellen, okay, das geht mir gerade voll rein, Ja. und hätte da 3 Sessions drin und könnte es klettern. Ja, da kann man nur für sich sprechen. Na, ich weiß jetzt nicht, wie es anderen geht, aber häufig ist es ja doch schon so, dass man die objektive Wahrnehmung oder, naja, was soll man, es ist ja nicht mal objektiv. Ein Schwierigkeitsgrad ist ja nicht objektiv. Den hat ja auch irgendjemand gegeben. Ne? Und das ist ja auch so ein bisschen das Problem. Es ist immer subjektiv, aber häufig stellt man dann so ein bisschen die Meinung anderer über seine eigene. Im Endeffekt, wenn ich jetzt einen leichteren Boulder probiere und ich stecke da mega viel Zeit rein und ich kletter das Ding am Ende, dann wird das mir wahrscheinlich eigentlich ziemlich viel bedeuten, weil ich habe da mega viel Energie reingesteckt Genau. und Arbeit. Ich werde aber von außen nicht dieselbe Anerkennung bekommen, weil da vielleicht 7b dran steht. Richtig. Wenn du aber 8b in einer Session machst und die Meinung der anderen ist, okay, das Ding ist 8b, für dich aber nicht, gerät man irgendwie so ein bisschen in so einen Konflikt. Total. Ja, ich glaube, das kann so ein bisschen auch zu einer vielleicht auch Unzufriedenheit führen, weil wenn man am Ende nur noch auf der Suche ist nach der Anerkennung und man vertieft sich nur noch in diese Gradwelt und fasst nur noch Sachen an, die irgendwie schwer bewertet sind, die aber schnell gehen, dann glaube ich, kann das in eine ganz falsche Richtung gehen, die eigentlich gar nicht so zu Glückseligkeit führt, wie wenn man jetzt einfach seine persönliche Challenge mehr in den Fokus nimmt. Das kann ganz schnell in eine Richtung gehen, die einem auch ganz schnell den Spaß nehmen kann. Voll. Ich kann da natürlich jetzt nur für mich sprechen und du nur für dich. Ich zum Beispiel merke, wenn mir das alles oder wenn ich merke, ich gerate irgendwie in so eine Situation oder in so eine Phase, wo mich diese Schwierigkeitsgrade und das Kamera draufhalten und das alles, wo mir das so anfängt, den Spaß zu nehmen, dann muss ich immer wieder dafür sorgen, dass ich wieder genau dahin zurückfinde. Dass ich genau wieder dahin zurückfinde, was macht mir denn an dem Sport so viel Spaß? Ja. Also was ist es denn, was mich früher begeistert hat und die ganzen Jahre begeistert hat? Und dann komme ich auch ganz schnell zu dem Punkt, hat mit dem Schwierigkeitsgrad nichts zu tun. Also das, was du gerade gesagt hast, steht natürlich so ein bisschen im Konflikt mit dieser eigentlichen Challenge von dir. Ne? Road to 8B, wo eigentlich alles völligst auf den Grad reduziert wird, zumindest in der Öffentlichkeit. Ich möchte wissen, wo stehe ich denn eigentlich? Ich glaube, jeder und jede Person, die jetzt bouldert, klettert und das wirklich auch ambitioniert betreibt, möchte
möchte Fortschritte machen. Und diese Fortschritte möchte man irgendwie auch messen können und möchte das, weil nur wenn du Fortschritte machst, nur dann, das motiviert ja unheimlich. Das ist ja eigentlich so die Quintessenz, um die es irgendwie geht. Ich trainiere, um ein Ziel zu erreichen, um besser zu werden. Ich möchte besser werden in dem, was ich tue. So, in dem, wo ich so viel Energie und Zeit reinstecke. Und ich möchte, dass ich das sehen kann. Die Frage, die sich halt einfach stellt, ist dieses große Ziel von dir wirklich intrinsisch motiviert? Wenn du alleine auf der Welt wärst, würdest du es dann machen oder nicht? Dann hätte ich vielleicht diese ganze Linie niemals angefasst, weil ich da viel zu viel Respekt vor hätte. Also, echt, aber du hättest dich ja nicht vergleichen können. ich hätte mich nicht vergleichen können. Du hättest einfach gesagt, boah, Alter, was ist das für ein geiler Fels? Da will ich aber mal hochklettern. Und wahrscheinlich wärst du einfach dran gegangen, ganz unvoreingenommen und hättest Spaß gehabt. Also ich glaube, es hat sich bei mir jetzt so ein bisschen gedreht. Dadurch, dass am Anfang war es halt wirklich diese Zahl. Am Anfang war es einfach so, da gab es noch nichts, was ich mit dieser Zahl in Verbindung, also kein Bowler, den ich mit diesem mit dem Grad in Verbindung bringen konnte. Und jetzt, wo ich natürlich auch schon viel Zeit in Paradise Lost gesteckt habe, ist die Zahl vollkommen, wie ich vorhin schon gesagt habe, in den Hintergrund getreten. Und jetzt ist natürlich meine Motivation, die ist intrinsisch. Jetzt geht es nicht mehr darum, diesen Grat zu knacken, sondern jetzt geht es darum, ich will auf diesem Boulder stehen. Das ist eine richtig schöne Wandlung eigentlich. Das ist eine total schöne Wandlung. Da kommen wir nämlich auch zu einem Punkt, der mich interessiert, weil man muss ja jetzt schon sagen, hatten wir eben schon gesagt, es ist ja ein super intensiver Prozess. Vielleicht klären wir erstmal, was macht den Prozess eigentlich so intensiv und anspruchsvoll und nervenaufreibend, aber auch emotional? Als ich jetzt im Juni zum ersten Mal mehrere Wochen da verbracht habe, da hatte ich noch überhaupt keine Ambitionen, das Ding durchzusteigen. Sondern da ging es nur darum, wie fühlt sich das an? Kann ich die Einzelteile überhaupt noch bouldern? Und das war so komplett ohne Druck. Schwierig wird es dann ab dem Moment, wenn man weiß, okay, das funktioniert alles, ich kann das Ding wirklich klettern. Also mal ganz davon abgesehen, dass man natürlich einfach immer erstmal in die Schweiz gurken muss, sich da hinstellen muss, Glück mit dem Wetter haben muss. Ja. Es müssen einfach viele äußere Faktoren passen, damit man da überhaupt irgendwie klettern kann. Jetzt ist es da natürlich so, das Zeitfenster ist relativ begrenzt. Ne? Im Winter liegen da Meter hoch Schnee. Das spielt da natürlich auch irgendwie alles so ein bisschen rein. Aber ich habe jetzt gemerkt, ab dem Moment, wo klar war, okay, wenn ich einen richtig guten Tag habe und einen richtig guten Go, dann ist es jetzt möglich, den Boulder zu klettern. Und das hat in meinem Kopf ganz viel geändert. Und das macht's jetzt, das ist jetzt so eine richtige Mind-Challenge. Natürlich will ich das Ding irgendwann klettern und ich muss ja irgendwann auch mit so einer Motivation da dran gehen, dass ich am Start sitze und sage so, ich reiß das Ding jetzt weg. Ich hau das jetzt weg, jetzt ist es soweit. Ja. Also das muss ja schon irgendwann so da sein, aber wenn einen das dann auch unter Druck setzt und dann auch vielleicht zeitlich sogar, du weißt jetzt, okay, ich habe nur noch 3 Tage, ich habe jetzt, Haut, das sind ja auch die Sachen, die dann so, ne, du musst irgendwie in einer guten Verfassung sein, die Haut muss gut sein, die Reibung muss gut sein. Das sind so viele kleine Faktoren, die dann, die darüber entscheiden, ob das jetzt erfolgreich ist oder nicht. Das macht es dann irgendwie so, das macht es dann im Kopf unfassbar schwierig und anspruchsvoll. Und der Durchstieg, das ist halt ein winzig kleiner Bruchteil von dieser ganzen Reise. Und eigentlich geht es geht ja eigentlich um den Prozess. Das ist ja das, was Inhalt gibt. Was hast du da über dich selber gelernt und was hat sich vielleicht als ganz anders herausgestellt, wie man es vielleicht vorher
erwartet hätte. Also ich habe über mich schon extrem viel gelernt. Und ich glaube, ich bin mir über viele Dinge einfach auch ein bisschen bewusster geworden. Und habe es zum Beispiel ganz gut hinbekommen, dass ich dann mich wieder zurückgenommen habe in Zeiten, wo es jetzt echt demotivierend war und wo ich gefrustet war. Und sich dann wieder rauszunehmen und zu sagen, Felix, so, worum geht es ja eigentlich? Es geht darum, dass du eine gute Zeit hast, dass du Spaß hast, dass du den Sport liebst, den Sport lebst. Und genieß jeden kleinen Fortschritt. Ne? Also es gibt ja auch viele, auch inspiriert durch viele Videos und wo es Menschen gibt, die einfach jahrelang ein und denselben Boulder probieren und wo ich meinen Hut vorziehe und wo ich jetzt so einen großen Respekt vor habe, über diese Zeit die Motivation so aufrecht zu erhalten und immer wieder hinzufahren, immer wieder. Ja. Und die kleinen Fortschritte, wirklich die Mini-Dinger, auch genauso zu feiern und zu sagen und daraus die Motivation zu ziehen. Das ist so ich glaube, so die Quintessenz in dem Ganzen. Aus den kleinen Fortschritten die Motivation zu ziehen, die es für mich bedeutet, dann weiterzumachen. Ja, wenn man sich so auch über die ganze Grat-Thematik und so unterhält, dann wird ja schon recht schnell klar, dass man ja eigentlich immer auf der Suche ist nach Gefühlen. Es geht ja immer darum, dass man einfach ein bestimmtes Gefühl jagt, ob es jetzt Freude ist, Euphorie oder was auch immer. Ja. Und ich glaube, man kann ja schon grundsätzlich sagen, dass egal in welcher Form ein großes Projekt, was einfach viel Zeit in Anspruch nimmt, wo einfach viel Aufwand nötig ist, und das ist ja ganz egal, ob jetzt im Job oder man renoviert ein Haus oder was auch immer, die Emotionen und die Gefühle am Ende, wenn man es dann schafft, sind ja einfach viel intensiver und viel krasser, als wenn du jetzt irgendwas an einem Tag machst. Auf jeden Fall. Ja, also ich denke, dass das ja schon auch irgendwie so einer der Hauptbeweggründe ist bei so einem Projekt, oder? Ja, also dieses Gefühl zu haben, ich habe mir was richtig erarbeitet. Eine Person, die jahrelang Klavierunterricht hatte und die jahrelang geübt hat und die da viel reingesteckt hat und irgendwann kannst du das und du hast ein Konzert und so, es wird applaudiert und das steht in einem gesunden Verhältnis. Ne? Also das Glücksgefühl und die Anerkennung, die du bekommst, die du dir selber vielleicht auch gibst, steht in einem gesunden Verhältnis. Und das passiert eben nicht, wenn du, wenn das, was du reinsteckst, einfach viel, viel weniger ist. Das bringt mich jetzt wieder zu einem neuen Punkt. Weil gerade mit dem Beispiel Klavier und Applaus und so, also uns beiden, das kann ich jetzt einfach so sagen, weil ich uns beide einfach super gut kenne, weiß ich, dass dieser Sport unglaublich viel bedeutet. Das ist nicht ein Hobby, das ist eine Passion, das bestimmt unser Leben seit Jahren. So, es dreht sich alles darum. Ja. Es wird dir halt in der Welt viel eher die Anerkennung gegeben oder es wird wahrgenommen, dass dir etwas wichtig ist, wenn du da super gut drin bist. Ja. Weißt du? Also jetzt ein Profi, so ein Adam Ondra oder so, da wird jeder sagen, ja, Klettern für dich, das ist dein Talent, das ist dein Leben. Aber für mich ist das genauso wichtig. Auch wenn ich nicht World Champion bin. Und ich glaube, das ist auch irgendwie immer so ein bisschen, wo es, glaube ich, für andere Leute schwierig ist nachzuvollziehen, dass du dich jetzt in so ein Projekt jagst, wo die sagen, Alter, du verdienst dein Geld mit was ganz anderem, wieso fährst du jetzt hier 100 Mal im Jahr in die Schweiz runter, setzt dich da unter ein und denselben Block, kriegst voll auf die Fresse zum Teil, geh doch einfach nett essen mit Freunden oder so, hab einen schönen Abend. Sitzt im Warmen. Es ist voll verrückt. Da habe ich schon öfter mal dran gedacht, an Spitzensportler, die damit ihr Geld verdienen, die aber nie
die nie auf Platz 1, 2 oder 3 sind. Ja. Wo du gar nicht weißt, das ist, und das sind die allermeisten. Ja, ja. Und die jeden Tag, die Jahre ihres Lebens damit aufopfern oder die aufopfern und sagen, dieser Sport, ich gebe 110%. Und das ist eigentlich, komischerweise, für mich ist es die viel größere Challenge, die viel größere Herausforderung und verdient irgendwie in meinen Augen auch eine viel höhere Anerkennung bei den Leuten, die halt nie auf Platz 1 sind. Die stehen nicht im Rampenlicht, die bekommen nicht die große Aufmerksamkeit, den großen Applaus. Ja. Die nimmt vielleicht sogar niemand richtig wahr. Die machen es aber trotzdem. Genau, und das ist dann die Passion. Das ist dann die Passion. Ja. Diese Erfahrung muss halt jede und jeder für sich selber machen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach mal ehrlich auch in sich hineinhört und auch wirklich ehrlich zu sich selber ist. Und dann, und ich glaube, viele Menschen, genau wie ich auch und wie du vielleicht auch, kommt mal an den Punkt, dass man sagt, okay, das ist jetzt eigentlich, mache ich es jetzt irgendwie gerade nur fürs Ego. Sich auch einfach mal dazu zu motivieren, Bewertung sein zu lassen und sich vor allem den Spaß an dem Sport dadurch nicht nehmen zu lassen und immer wieder zu gucken, okay, immer wieder so an den Punkt zurückzukehren, warum mache ich das? Ist es die Gemeinschaft mit den Freunden? Ist es da hat jeder ja seine andere Motivation. Genau. Was kommt danach? Was ist, wenn du das Ding irgendwann mal geklettert bist? Also ich brauche dann auch so ein bisschen Abstand. Aber ich muss auch echt sagen, dass ich diese lange Reise, dass ich es auch echt feiere. Also das ist schon eine Erfahrung, die ich glaube, ich will die nochmal machen. Das füllt mich halt extrem aus. Und was ich natürlich extrem spannend fände, und ich glaube, der Alexi genauso, das wäre natürlich auch so ein bisschen auch von euch zu erfahren. Was habt ihr damit für Erfahrungen gemacht? Ja, in dem Sinne hoffen wir, dass euch das Gespräch gefallen hat, dass ihr da vielleicht so ein bisschen auch was für euch mitnehmen konntet oder dass das euch vielleicht auch zu motiviert. Ja, motiviert oder Gedanken anregt. Ja, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.